Herzlich willkommen im heutigen Video. Wir sind bei Touride Germany und wir wollen euch mal einen kurzen Überblick geben, was es so im Helmprogramm hier gibt. Einmal bei Shark und bei Nolan von relativ teuer bis relativ günstig. Und damit es auch ein gewisses Maß an Kompetenz hat, habe ich einmal den Jovan heute mitgebracht. Jovan, herzlich willkommen. Servus. Oder danke, dass ihr mich eingeladen habt. Er wird mir heute beistehen und wird ein bisschen was zu den Helmen erklären, denn du bist einfach kompetenter als ich, muss man auch einfach an der Stelle zugeben. Okay, also wir haben 2 Sporthelme und 3 Tourensport. Ja, wobei wir hier nochmal differenzieren müssen. Hier sind wir eher so im Einstiegssegment unterwegs. Mit dem N60 Sport sind wir so beim Einsteiger um die 249 € geht es da los. Und hier liegen wir halt mit einem Fiber Composite Mix bei einem Helmwert von 549 €. Okay. Ne? Also kann man nicht direkt miteinander vergleichen, weil sie einfach andere Features mit sich bringen, aber letztendlich sind wir da eher so auch im Straßenbereich unterwegs. Wobei ich sagen muss, beide Helme hier, auch wenn die günstiger sind, haben coole Features. Beim einen, so ein Spoiler, kommt halt optisch schon mal gut an und das Dekor ist cool, ne? Finde ich nicht schlecht. Plus, den machen wir nachher noch an, der kann blinken und leuchten, ist eigentlich auch ein ganz nettes Feature. Also obwohl die günstiger sind, auch coole Features dabei. Wenn es für dich okay ist, fangen wir trotzdem noch mal am oberen Ende der Preisklasse an. Klar. Ein Shark Race A-Pro GP. Das ist ein komplizierter Name für einen wunderschönen, leichten Helm, offensichtlich ein Carbonhelm und FIM-Zulassung. Heißt, ich kann eine Rennstrecke damit fahren in offiziellen Rennen der Dorma. Richtig. Also wenn ich morgen GP-Fahrer werden will, ich darf ihn hier nicht halten, dann wäre das der Helm für mich. Das ist richtig. Ich weiß nur nicht, ob du schnell genug dafür bist. Aber du könntest ja mal ausprobieren. Danke, bin ich nicht, ist okay. Kleiner Seitenhieb. Was kann der Helm noch so? Also der ist leicht. Genau, also bei dem Helm geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass du eine gute Aerodynamik hast, damit du natürlich im Highspeed-Bereich einen wirklich schönen, stabilen Helm hast einfach. Dass wenn du irgendwie beim Anbremsen kommst du hoch vom Windschild, von der Position, die du auf der Geraden einfach hast und dann soll der Helm nicht anfangen zu flattern. Deswegen auch dieser große Aerodynamik-Spoiler, den du hier hinten hast, damit der Helm einfach immer schön stabil im Wind liegt. Und ich habe es gesehen, auf der EICMA habt ihr einen vorgestellt, der Nachfolger davon, der hinten schon so Flaps hat. Genau, das ist der Aeron GP. Davon habe ich leider noch kein Muster da, sonst hätten wir den jetzt vielleicht mit ins Video aufgenommen. Das ist dann nochmal eine Neuheit, da könnt ihr euch sicherlich das nächste Video von dir anschauen. Ja, er sah cool aus auf jeden Fall, weil jeder, der das kennt, wenn du damit auf der Straße fährst, Naked Bike, du machst einen Schulterblick auf der Autobahn bei 280, das drückt schon ordentlich dagegen. Finde ich cool. Ja. Finde ich cool. Aber die größte Neuerung, wir schmeißen den mal vorsichtig zurück, dieses Jahr war sicher der neue Nolan X804 RS. Richtig. Der Nachfolger des legendären 803 RS. Genau. Alles klar, Namen richtig hinbekommen. Was für neue Features habe ich an dem Helm? Also es ist einmal eine komplette Neuentwicklung, hat mit dem Vorgänger nicht mehr so viel zu tun. Hier haben wir die Schale inklusive des Aerodynamik-Spoilers direkt miteinander entwickeln können. Beim Vorgänger war es ja so, dass wir die Grundschale schon hatten mit dem normalen 803 und die RS-Version später kam. Und bei dem Modell mussten wir einiges nochmal abändern, beziehungsweise haben wir abgeändert. Einmal hast du hier vorne jetzt im Visierbereich eine Verriegelung drin, damit du das Visier wirklich verriegeln kannst. Okay. Und wenn du das Ganze wieder löst, kannst du das Visier einfach ganz normal hochklappen. Dann haben wir hier an der Seite die neue Mechanik für das Visier, einmal nach hinten und nach oben versetzt, dass wir hier in dem Bereich nochmal eine freiere Sicht bekommen, nach außen hin. Und die Kante hier vorne im Sichtbereich haben wir nochmal ich glaube es sind 7 Grad nach oben versetzt. Okay. Einfach damit du im Hanging-Off den Kurvenausgang besser sehen kannst. Das heißt deutlich mehr Sichtfeld. Deutlich mehr Sichtfeld, auf jeden Fall, genau. Dann ist nochmal eine wirkliche Neuerung hier hinten. Hast du nämlich den Durchlass für das Camelback-System. Du reißt es auch alles so ab, okay, ja. Ja, passiert nichts. Ja. Dadurch, dass wir auch für die Teile Lexan verwenden, passiert da nicht wirklich was. Wie gesagt, kannst du hier das Camelback einsetzen, da hast du dann eine Führung bis nach vorne und im vorderen Kinnbereich hast du 3 Positionen für das Mundstück, das mitgeliefert wird. Ja. Das ist cool. Das ist mal eine Neuerung. Dann werden die neuen 804S komplett mit Flat-Visieren ausgeliefert. Das heißt, es gibt keine Konvex-Visiere mehr, sondern wirklich rein auf Rennsport getrimmt, das Ganze. Da muss man jetzt noch mal ganz kurz abholen. Bei den Visieren, Flat und Konvex, die haben einfach eine andere Biegung. Hier vorne bist du halt komplett gerade und hast nicht diese Wölbung drin, die du bei den Konvex-Visieren hast. Dadurch hast du eine andere Sicht, die 2D-Sicht. Und du hast halt die Vorbereitung für die Abreißer beim dunklen Visier schon dran, okay. was du auf der Rennstrecke dann Abreißer montieren könntest. Okay.
Weißt du, was echt interessant wäre, wenn ich da hinten ein Mikrofon durchkriege für Motovlogs, weil das könnte echt noch hinhauen. Können wir mal ausprobieren, klar. Das- Gehen das- wir nachher runter in die Werkstatt und gucken mal. Das probieren wir nachher echt aus. Das wäre echt richtig cool. Okay, das sind schon mal ein paar Neuerungen, viele Neuerungen. Jetzt hast du mir noch erzählt, wenn Sachen irgendwie abfallen, abreißen, gibt es einfacher zum... Ja, wenn du mal irgendwie hängen bleibst etc., kann ja mal passieren, dass du mit dem Helm irgendwo durchläufst und bleibst mal irgendwie hängen und eine Klappe fliegt ab. Bei dem Vorgänger war es so, dass wir die Anbauteile von hinten an der Helmschale verankert hatten. Das heißt, der Helm hätte eingeschickt werden müssen, um quasi die Belüftung auszutauschen. Und hier ist es so, dass wir komplette Stecksysteme jetzt verwenden können, dass du einfach Ersatzteile auch nachgeliefert bekommen kannst, wenn du mal irgendwie, wie gesagt, irgendwo hängen bleibst und dir fällt die Belüftung ab oder Ja, so. das macht auf jeden Fall Sinn. Und jetzt haben wir schon mal gesagt, wir haben 2 Sporthelme, das waren die beiden. Hier, wenn wir jetzt auf den Preis eingehen würden, steckt halt vermutlich mehr Entwicklungsarbeit drin, ne, für so einen Helm. Definitiv, weil das Ganze wird ja dann auch im Windkanal entwickelt und bis du da die perfekte Aerodynamik hinbekommst, vor allem in Kombination mit dem perfekten Luftstrom im Inneren vom Helm, dauert natürlich eine gewisse Zeit. Ja. Ja. Ist ja auch okay, wenn es dann den Preis niedersteckt. Plus, die ganzen Nullenhelme werden, also die Carbonhelme werden nach wie vor in Bergamo In Bergamo, hergestellt und von den Damen dort von Hand reingelegt, ne? Die Matten. Das ist richtig. Also erstmal werden die Matten von Hand reingelegt, dann wird das Ganze ausgebacken. Dann ist ja im Nachgang noch viel Arbeit, die du investieren musst von Hand mit dem Nachschleifen von den kompletten Außenschalen und so weiter. Und dann ist es ja nochmal zusätzlich so, dass die ganzen Dekore, die auf den Helm draufgepackt werden, auch von Hand draufgerackert werden. Das sind ganz dünne Folien, die dann wirklich von Hand verarbeitet werden. Und da habe ich beim Housewarming bei euch gelernt, dass es nur Frauen können, weil wir Männer zu wurstige Finger dafür haben. Ja, das ist richtig. Und das Frauen sind einfach filigraner, was das angeht. Okay. Willst du das wieder montieren, bevor wir das verlieren? Und Kein Problem. da kriege ich ganz schwitzige Hände sonst. Aber Ja, wenn wir den Sprung dann schaffen von Sport Richtung Turnsport, auch hier würde ich jetzt behaupten, in Bergamo gefertigt. ja, also hier sind wir jetzt im Sport-Touring-Bereich. Da sprechen wir jetzt nicht mehr von einem direkten Sporthelm. Das heißt, die 2 hier sind jetzt wirklich für die Rennstrecke gebaut worden. Hier sind wir eher im Straßenbereich unterwegs. Da hast du jetzt zum Beispiel eine integrierte Sonnenblende in der Helmschale mit drin. Und das Visier einmal aufklappst, hast du hier den Hebel genau an der Seite, Okay. wo die Sonnenblende dann ausfährt. Das ist dann eher für den Straßenbereich gedacht, das Okay. Ganze. Wie sieht es mit der Belüftung aus? Sind die Sporthelme eigentlich immer besser belüftet als Turnsport? Oder? Sie sind auf jeden Fall extremer belüftet. Extremer belüftet. Also im Sportbereich ist es so, dass du auf gewisse Dinge Wert legst, nämlich Aerodynamik und gute Belüftung, dass du natürlich in dieser Extremsituation auf der Rennstrecke immer einen kühlen Kopf hast. Im Sport-Tourenbereich musst du eine Symbiose finden zwischen einer guten Belüftung und einer angenehmen Geräuschentwicklung im Inneren des Helms. Wenn du den zu sehr belüften würdest, könnte es sein, dass er dann im Nachgang zu laut wird im Straßenbereich. Was beim Sport nicht so relevant ist, weil fährt man so oder so mit Stöpsel. In der Regel. In der Regel, ja. Was man so oder so empfehlen könnte. Aber hier hast du vermutlich dann auch Vorbereitung für... Genau, also hier reden wir eher von einem Komforthelm im Straßenbereich, wo du dann auch die Möglichkeit hast, ein Kommunikationssystem einzubauen. Du hast Aussparungen für die Kopfhörer schon mit drin und solche Sachen. Einfach einen anderen Komfort. Hier, wie gesagt, reine Rennstrecke und hier brauchst du ein bisschen Komfort und die Symbiose zwischen den langen Fahrten und nicht einem 20-Minuten-Turn oder so. Ja, ja. Und wirklich für den Straßenbereich einfach andere Bedingungen. Dennoch ein schöner Helm, so, ne? Der sieht immer noch sportlich aus, hat einen angedeuteten kleinen Spoiler hinten dran. Finde ich cool. Ja, Schön. einmal das und für denjenigen, dem die Sonnenblende nicht genug ist, haben wir bei diesem Modell natürlich noch eine schöne Visiermechanik entwickelt. Nämlich, wenn man jetzt mal hier an der Seite hinguckt, na, sieht man, wenn ich hier einmal ranziehe, kann ich das Visier einfach krass. komplett abnehmen. Und du hast hier ein kleines Magnetsystem drin. Zack, ist das Visier wieder montiert. Das muss ich, Darfst du muss, gerne ich, selber muss ich selber noch mal testen. Also was machst du hoch und dann? Hoch, du hast hier unten einen kleinen Hebel, Ja. den ziehst du einfach nach unten, dann kannst du das Visier lösen. Und jetzt, Ach krass. Okay, das ist geil. genau. Und wenn du dann ein dunkles Visier drauf machen willst, bist du ruckzuck fertig. Das ist krass, weil das ist echt immer ein... Ja, es ist immer ein Gefummel. Hickhack, bis du halt die Visiermechanik mal richtig verstehst. Das ist echt cool. Und gerade wenn du dunkles Visier hast, darfst du versicherungstechnisch nachts eigentlich nicht fahren, falls ein Unfall passiert. Ja. Aber machen wir natürlich alle nicht. Nee. Natürlich nicht. Gut. Nein. So, jetzt verlassen wir mal den Bereich von schönem Carbon und gehen in einen Bereich, wo es ein bisschen günstiger wird und noch ein Helm von Shark. Der kam aber auch relativ neu raus. Squall i3. Wally. Den gab es schon mal davor, so einen ähnlichen Helm, der irgendwie auch blinken konnte. Genau. Es gab den Squall 2 vorher. Der konnte tatsächlich leuchten oder blinken. Hier haben wir jetzt aber ein komplett neues System.
Und zwar ist es so, dass wir hier wirklich eine intelligente Version haben. Also der kann nicht nur leuchten, sondern der hat hinten auch eine Bremslichteinheit mit drin. Er hat einen Verzögerungssensor, das heißt, er erkennt die Verzögerung und fängt hinten an zu blinken. In jedem der 3 Modis, die du einstellen kannst. Kann man das testen oder muss ich den da zu arg Du rumschieben? kannst gegen die Wand rennen, wenn du den Helm aufziehst. Dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Ja, aber das ist nicht verkehrt. Ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und es ist so, dass du hier an der Seite einen Knopf hast, da kannst du das Ding einfach mal einschalten. Hast du wahrscheinlich gerade schon. Ah, jetzt leuchtet auf jeden jetzt Fall leuchtet er irgendwas. dauerhaft. Und du siehst, hier hinten ist jetzt die Einheit schon aktiv. Aber wie gesagt, wenn es eine Verzögerung erkennt, dann fängt es an zu blinken. Ich probiere das jetzt ohne den Helm wegzuwerfen. Okay. Ah, doch, jetzt blinkt es tatsächlich. Guck, siehst du, hast du hinbekommen. Kurz ein bisschen Schweiß auf der Stirn bekommen, bevor ich den Helm da in den Boden ramme. Okay. Was haben wir sonst noch hier? Also wir haben auf jeden Fall, was ich auch immer super wichtig finde, das ist bei Rennhelm auch nicht immer so krass, sind diese Kinnteile. Ne? Ja, und bei den Sporthelmen ist es einfach so, dass du oftmals unten den Windabweiser weglässt, damit du natürlich, wie gesagt, Luft. wir reden hier von Extrembedingungen, du hast einfach mehr Luft im Helm und vor allem die warme Luft kann nach unten abgeleitet werden, wenn du den Windabweiser rausnimmst. Ja. Es stimmt doch im Stau, im Sommer, wenn mir sowas im Stau steht, echt mal rausziehen, du kriegst so viel besser Luft. Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, du hast unterschiedliche Modis, jetzt bist du im Modus, dass er halt dauerhaft leuchtet. Drückst du nochmal auf den Knopf, dann fängt er an zu blinken. Die Bremslichteinheit hinten ist immer noch aktiv, blinkt dann einfach schneller, wenn sie die Verzögerung erkennt. Oder, wenn du nochmal drauf drückst, bist du in dem Modus, da ist die Beleuchtung aus, aber die Bremslichteinheit ist trotzdem aktiv. Das ist cool. Und der fühlt sich jetzt, ich weiß nicht, was er wiegt, aber nicht so schwer an, dafür, dass Elektrik verbaut ist. Ich glaube, hier steht es drauf, 1570 Gramm in Größe M. Ist echt noch okay. Absolut. Ne? Und ist auch ein 2206. Definitiv. Alle, die hier stehen, sind 2206 geprüft. Finde ich nicht verkehrt. Genau. Und was noch ein sehr cooles Feature ist, ich mache jetzt nochmal den Beleuchtungsmodus an, weil es hat einen Standby-Modus. Wenn du jetzt einfach mal eine Minute wartest, geht das Licht aus. Wenn du dann wieder losfährst, keine Ahnung, hast eine Kaffeepause gemacht oder so, nimmst den Helm wieder in die Hand, geht die Beleuchtung automatisch. Ach so, jetzt habe ich natürlich noch eine Frage. Muss ich den Helm irgendwann laden oder sowas? Ja, du hast hinten drin im Nackenbereich hast du eine Ladebuchse, USB-C typisch. Einfach hier drin hast du einen Reißverschluss, machst du auf, ist das Ladekabel drin, lädst du auf. Okay. Okay, das ist cool. Ja. Und Sonnenblende hat der, glaube ich, auch. Sonnenblende hat der vorne auch verbaut. Du hast hier oben den Schieber am Oberkopfbereich, einfach von hinten nach vorne. Und du hast die Sonnenblende unten. Und das Schöne ist, sie geht auch wirklich schön tief runter. Stimmt, die macht fast komplett zu. Ja. Schicker Helm, stellen wir dahin. Was auch oft zum Komfort so ein bisschen beitragen kann und zur Passform, ist Helmschalengröße. Ja. Da unterscheiden die sich auch immer so vom Preis, dass die eher teuren Helme oftmals in mehr Schalen verfügbar sind. Mit dem Vorteil, der Helm ist halt ein bisschen kleiner von der Außenkontur. Ne? Ja, es ist richtig. Also du bekommst unterschiedliche Helmvarianten in unterschiedlichen Helmschalengrößen. Im Lexan-Bereich, wo wir arbeiten, arbeiten wir in der Regel mit 2 Helmschalengrößen. Wenn wir dann in den Carbon-Bereich bei Nolan gehen, arbeiten wir mit 3 bis 4 Helmschalengrößen. Also der neue 804 hat tatsächlich 4 Helmschalengrößen bekommen. Und beim Racer Pro GP arbeiten wir tatsächlich nur mit 2 Helmschalengrößen, weil es gut funktioniert bei dem Modell. Okay. Okay, jetzt hast du gerade noch einen Punkt angesprochen von dem Material her, dass wir hier Lexan haben. Ich habe vor bei euch gesehen im Eingangsbereich, es ist ein Original-Raumfahrt-Material, was in den 70er, 80er, whatever von General Electric in der Raumfahrt benutzt wurde. Genau, und wir arbeiten seit 1972 mit dem Material, weil Lexan einfach in Extrembedingungen, das heißt im hohen Temperaturbereich oder auch im Niedertemperaturbereich, einfach die besten Stoßdämpfungswerte mit sich bringt. Haben wir in Italien einfach so festgestellt, deswegen halten wir an dem Material fest und arbeiten seit 1972 damit und haben das quasi mit General Electric, die das natürlich auch immer weiterentwickelt haben, dieses Material, einfach fortgeführt. Jetzt habe ich dich so ein bisschen überfahren. Wir haben hier einen Nolan N60. N60-6. N60, kurze Pause, 6 Sport. Ah, auch noch, okay. Ein Helm im Einstiegsbereich, rund unter 300 € war der, glaube ich. Also er startet bei 249 €. Ja. In der Dark Edition bekommst du sogar zusätzlich ein dunkles Visier mit dazu. Und es gibt noch eine Silver und Golden Edition mit dem passenden verspiegelten Visier im Lieferumfang. Und Pinlock. Nicht nur Pinlock Ready, da ist ein Pinlock-Visier schon drin. Genau, in der klaren Version, also im klaren Visier, ist das Pinlock schon verarbeitet bzw. eingebaut und du hast zusätzlich noch eine Sonnenblende an Bord, falls du mal mit dem klaren Visier unterwegs bist. Ja. Ist für den Preis wirklich beachtlich so. Ne? Und man muss sich da jetzt keine Sorgen haben, dass er nicht halten würde. Er hat immerhin die neue Norm geschafft und die ist nicht ganz so ohne. So, also finde ich einen fairen Preis für die Ausstattung. Ja. Ich habe eine Kinnbelüftung vorne.
Genau. Passt. Und du brauchst ja auch bei einem Lexan-Helm nicht unbedingt Sorgen machen. Was die Stoßdämpfungswerte angeht, ist es uns immer ein Anliegen, nicht den Standard zu erreichen, sondern besser zu sein als der Standard. Top. Ja, ist doch schön. Jetzt haben wir einmal die komplette, naja, fast die komplette Produktrange. Ich habe noch viel mehr Helme Deutlich hier, mehr. über die man reden könnte. Nur das sind so Adventure-Sachen, da bin ich echt nicht firm drin. Ich habe nur mal gemerkt, beim Offroad-Fahren bin ich mit dem Integralhelm gefahren und ich habe gedacht, ich ersticke in dem Helm. Da merkst du halt, wenn vorne die Öffnung größer ist, du kriegst viel mehr Luft. Ja. Also das wirklich nur Straßen- und Rennsporthelme, die wir heute mal angeschaut haben. Wenn ihr Bock habt und ich den Jovan nochmal überzeugen kann, machen wir vielleicht irgendwann mal noch ein Video über die anderen Helme von euch. Falls ihr sonst Fragen habt, gern in die Kommentare. Ich versuche alles besten Wissens und Gewissens zu beantworten. Wenn nicht, behellige ich euch von Tour Ride Germany nochmal. Und an der Stelle vielen Dank, Jovan, dass du Zeit hattest. Und euch Dank fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Video.